beide, Roland Eno'ah und zu meiner Rechten Christina Soraia. Weil wir bei euch sein dürfen. Liebste Grüße an all diejenigen, die uns schon kennen. Und auch liebste Grüße an die, die uns noch nicht kennen, aber kennenlernen. Es geht um die Wahrheit deiner Seele. Und da möchten wir euch heute Abend mal so ein bisschen oder auch etwas mehr oder etwas weniger, kommt ganz drauf an, was so fließt, euch einiges sagen. Und es ist für uns einfach in dem, was wir tun, weil wir aus dem Herzen wirken und unser Wirken, dass wir in Begegnungen, also unsere Workshops oder auch Seminare nach außen bringen, die sind sehr spontan, kreativ und sie sind voller Liebe, Kunst, Tanz, Freude und verändern bei unseren Teilnehmern, ich sage jetzt mal, nicht nur mal kritisches Bild. Wenn sie dann den Raum verlassen oder wir uns dann auch wieder in unsere eigenen Räume begeben, unsere Lebensräume, dann bekommen wir oft wunderbare Mitteilungen, wie einfach und wie schön sich ihr Leben neu nach einem Wochenende gestaltet. Und eine große Transformatorin sitzt an meiner Seite. Sie ist mein Seelenfall seit 2. Mai dieses Jahres auch ganz irdisch verbunden durch Heirat. Und da bin ich sehr dankbar dafür, denn seit gut über 7 Jahren sind wir jetzt ein Paar und haben eigentlich mit Spiritualität nie wirklich so viel zu tun gehabt, außer dass wir halt, wie viele von euch, über Bücher, auch manchmal in einem Seminar, aber eigentlich eher selten bei uns, so bei Christina mal ein Jahr, aber du kannst jetzt selbst was sagen, wo sie etwas besucht hat und teilgenommen hat. Und das, was da entstanden ist, das ist für mich eine so große Herzöffnung, dass wir heute etwas tun dürfen, was sich eingestellt hat über die Wahrheit unserer Seele. Ich kann durchaus sagen, dass das entstanden ist durch Christina Soraia in den ersten 1 bis 2 Jahren bei mir. Ich wollte sie eigentlich nur organisieren, weil ich so etwas noch nie erlebt habe, was sie mir gebracht hat damals und auch heute noch immer stärker ausweitet, sehr angebunden an diesem Feld der geistigen Welt und auch, wie viele Frauen, gerne auch in der irdischen Welt, wo wir gemeinsam dann auch gerne Schuhe ansehen. Also nicht nur abgehoben, geistig irgendwo da draußen, sondern auch ganz irdisch hier auf diesem wunderbaren blauen Planeten, den wir uns in ein Paradies, unser eigenes Universum, unser Paradies auch schon verwandelt haben. Ja, und ich würde gerne jetzt auch das Wort mal an dich geben, dass du auch über die Wahrheit unserer Seele etwas berichten kannst, was aus dir fließt. Einen schönen guten Abend. Wundervoll, dass wir heute wieder miteinander eine gewisse Zeit haben, uns begegnen über die Möglichkeit der Technik, damit ihr uns kennenlernt, damit ihr spürt und wir miteinander,
welche Kräfte, welche Liebe befreit werden möchte. Die Wahrheit unserer Seele wiederleben. Nicht bewerten einen anderen Menschen. Denn in jedem Zeitpunkt gibt dieser Mensch seinem momentanen, energetischen Seinszustand sein Bestes. Die Wahrheit deiner, die Wahrheit unserer Seele. Dahin gelangen wir wieder miteinander, Stück um Stück, Schritt um Schritt. Wir erobern, wir erlangen sozusagen unsere Natürlichkeit, unsere natürliche göttliche Kraft wieder zurück. Denn durch so viele Inkarnationen, durch welche wir gegangen sind wir jetzt durch das hohe Energieniveau auf Erden, welche alle Bereiche durchfließt. Nichts mehr ist so, wie es einmal war. Das alte System löst sich auf, bricht manchmal direkt zusammen. Das kennst du, kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Doch das Besondere ist, Menschen, die so schon ein Stück weit, ein Stück nah, gereinigt, erwacht. Es gibt vielerlei Begriffe für diese Bewusstseinszustände. Menschen, die in die Stille wiedergelangt sind. Leben schon sehr kraftvoll die Wahrheit ihrer Seele. Ich wurde 1997 auf meinen Weg gebracht, in dem mein äußeres Erscheinungsbild sich aufgelöst hat, zusammengebrochen ist. Ich konnte mich nie annehmen, habe meine natürliche Schönheit nie wertschätzen können, habe mich einfach nicht gespürt. Als meine Haare ausgefallen sind, ich scheinbar ganz schutzlos, ganz offen, ohne Masken hier auf der Erde plötzlich war, begann meine Transformation. Und es war erst der Beginn. Heute darf ich Menschen begleiten, gebe ich all diese Kraft, vor allen Dingen diese Verbundenheit mit der unsichtbaren Welt, diese Botschaften, diese Liebe, die Essenz deiner Seele in dich hinein. Es geschieht in Freude, in einer so hohen Transformationsqualität. Natürlich sprechen wir, so wie die Seelenfamilie, all die Menschen, die wir schon seit langer Zeit, wo wir den Weg miteinander gehen, begleiten. Es ist mit Worten nicht beschreibbar, was geschieht, denn die neue Erde wird über genau dieses Sein, über diese Energiequalität, welche jeder Mensch annimmt, welcher mit diesen energetischen Frequenzen in Berührung kommt. Darüber erschaffen wir
auf der ganzen Erde hier, welche schon das Paradies ist, diese Lebensqualität und vor allen Dingen diese Liebe zwischen Frau und Mann, zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, bedingungslose Liebe. Dies können wir nicht über den Verstand erkennen, dies geht nur über die Erfahrung. Und da darf ich sagen, es ist ein großes Feld der Heilung, welches für uns da eröffnet wird an immer wieder neuen Begegnungstagen. Und ich freue mich und bin sehr dankbar. Die Wahrheit meiner Seele leben dürfen, leben können. Meinen Platz hier auf Erden mit Roland Eno'ah einnehmen. Die Liebe lehren, erfahren. Und dies ist manchmal nicht ganz bequem, wahrlich. Es kann manchmal sehr turbulent und kraftvoll sein, wenn Energieblockaden, Energiemuster, Mauern gesprengt werden. Doch immer ist dieses eingebettet, ist dies begleitet. Ich habe eben gesehen, ich habe eine Nachricht bekommen, ich bin nicht so gut hörbar und ich kam jetzt mal ein bisschen nach vorne, damit ich näher bei euch sein kann. Und es ist wichtig, dass wir berührbar sind, dass wir aus unserem Leben auch Dinge weitergeben, euch erzählen, euch kundtun. Denn, wisst ihr, es ist ein großes Geschenk, wenn man, wie ich, über Jahrzehnte hinweg immer spirituell gewesen ist. Heute sage ich so ein bisschen spirituell gewesen ist. Und dass sich plötzlich so viele Geschenke einstellen, dass ich hatte eben dieses Blatt Papier von meinem Sohn bekommen und der Christinas Tochter Johanna Maria Lanema ein Paar ist. Wir leben gemeinsam hier in diesen wunderbaren Räumen und üben uns und experimentieren mit unseren Grenzen. Und es ist so schön, weil sich das nicht mehr leidvoll erfährt, sondern das, was wir weitergeben können, sind eine Art Stille, Frieden und Gleichmut, der entsteht, wenn man immer mehr sich dieser Magie, dieser neuen Mystik öffnet. Jetzt wird der Bildschirm ein bisschen nach oben geschoben, also ich bin sehr dankbar darüber, dass immer jemand da ist, der so nach uns guckt. Also ihr seht, wir sind mittendrin. Wir lieben es, aus dem Jetzt heraus zu sein. Da darf gerne auch mal so etwas wie jetzt eben sich abspielen, dass mal ein Hinweis kommt, dass mal was verändert wird. Und das macht auch das Leben lebendig. Und wir haben, das gefällt mir so gut, ich finde, diese Begegnungen die wir an den Wochenenden haben, könnte ich jeden Tag immer wieder erleben, weil das Liebesniveau, das Energieniveau ist so schön und so hoch, dass alle, die sich einmal eingefunden haben, ich kenne jetzt keinen, der nicht spürbar schon an dem ersten Tag, am zweiten Tag sich so wohl fühlt und eigentlich gar nicht mehr gehen möchte. Und wenn wir uns wieder sehen und wieder spüren, irgendwann telefonieren oder ganz egal, was auch immer, über die E-Mail, dann erfahren wir
so schöne Dinge, so berührende Dinge, dass auch wir eine Glückseligkeit spüren, dass dieses Wirken da draußen mit uns gemeinsam, diese hohe geistige Kraft, diese neuen Dimensionen, dass die da sind, dass wir gemeinsam eine neue Welt bauen, unser eigenes, unser Universum, dass wir beide, wenn ich jetzt von mir sagen darf, ich komme aus der Wirtschaft, ich habe da, Roland hat sich sehr gut dort eingefunden, konnte sehr gut navigieren, hat sich immer mehr an Dinge herangewagt und die verwirklicht. Und es ist einfach nur wunderbar, wenn man dann erfährt, dass das ja nicht nur auf der menschlichen Ebene alles transportiert werden kann, sondern dass da auch noch sehr viele Hilfe aus den geistigen Ebenen vorhanden ist. Und dann spürt man plötzlich all das, was wir und was ich gelesen habe. Das spüre ich ja auch auf einmal. Ich fühle es. Und je mehr wir in diesen neuen Dimensionen, und ich sage immer, die sind nur eine Nanosekunde neben unserer Alltagsdimension. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn du merkst, dass du mittendrin im Leben bist und doch ein Stück weit draußen all diese Szenarien, all diese Dinge, die hier geschehen, die erfährst du meistens als hinterher, die fühlen sich für dich gar nicht so an wie für die anderen. Und du bist wie in einem Raum, in einem neuen Raum, den du dir wie im Paradies selbst kreierst. Und ich habe mal gesagt, wir bringen den Himmel auf die Erde. Und ich bin dankbar, wirklich unendlich dankbar, dass in diesem Feld der Wahrheit deiner Seele diese Begegnung mit der Wirklichkeit sich einfach einstimmt. Und wir entzaubern Geheimnisse mehr denn je. Denn es ist für mich interessant. Ich möchte euch mal das selbst reinspüren lassen. Kann es sein, dass wir nach Tausenden von Jahren Spiritualität, und jetzt appelliere ich an euer Gefühl, an den Augenblick, vor einer Stunde, vor ein paar Stunden, vor einem Tag, vor einer Woche. Wie geht es euch denn wirklich? Seid ihr schon in diesem liebenden, friedlichen Gefühl, in dem anscheinend alles gelingt? Die Partnerschaft, die Liebe, die Nähe, der Frieden in euch. Alles, was ihr in den Finger nehmt, hat eine hohe Qualität. All die Menschen, die euch berühren. Und das sind Dinge, die sind wichtig. Dass ihr die spürt, dass ihr merkt, dass es noch ein Stück weit mehr gibt, wie das, was man vielleicht bis jetzt erfahren hat. Und dann wünsche ich mir manchmal, dass ihr erkennt, und ich bin nichts anderes als ihr, dass ihr erkennt, dass vielleicht auch die Spiritualität uns einen verzerrten Spiegel hat entwickeln lassen. Denn die Wahrheit deiner Seele ist so einfach und so leicht integrierbar in dir, dass es schon fast unheimlich ist. Wenn sich Felder einfach erlösen, wenn wir gemeinsam diese Magie immer mehr kennenlernen und diesen Alltagsschamanismus, so benennen wir es, in einen Kristallschamanismus verwandeln. Das hat jetzt nicht nur etwas mit physischen Kristallen zu tun, die wir in die Hände nehmen, sondern indem wir unseren Lebensraum, indem wir all das, was wir kennen, unsere Sprache, unseren Körper, wieder als Kunstwerk erheben, unsere Stimme formulieren, damit ein neuer Ton in die Welt hinausgeht.
Ja, das ist für alle sehr beglückend. Ich finde es wundervoll, dass wir heute beginnen, Roland und ich, dass wir miteinander uns zeigen. Wir haben bei den letzten beiden Malen in der Transformation, in den Begegnungen, ganz stark das Feld der Männer in unserer Mitte gehabt. Die Männer haben auf unserer Erde nicht die Anerkennung, nicht den Stellenwert. Sie waren irgendwo wie, ja, Sklaven ist schon sehr machtvoll ausgedrückt, doch in manchen Familien hat es sich so gezeigt. Der Mann in der alten Rolle war einfach der Ernährer, der Unterhalter für die gesamte Familie, eine Lebensqualität herstellen, ein Haus bauen, immer funktionieren. Die Männer möchten diese Rolle endlich verlassen. Doch das geht nicht einfach so auf Knopfdruck. Viele Muster tragen die Männer wie die Frauen ebenso unbewusst im Energiefeld, in den Chakren. Und wir hatten den Segen, ein Feld öffnen, nicht eröffnen, weil auch andere Menschen, andere Lichtgeschwister natürlich auf ihre Art an diesem Feld schon lange mitwirken, Vorarbeit, Pionierarbeit geleistet haben. Doch in der neuen Energiequalität ist die Herzensliebe, die in all diese Bereiche der Erlösung, der Bewusstwerdung einfließt, wie eine Art Eintrittskarte. Und dies hatten wir als Geschenk ganz präsent an diesen beiden letzten Begegnungen erfahren. Es war zum einen in den Vogesen in Frankreich und jetzt an diesem Wochenende im Saarland an einem Kraftort. Es ist nicht beschreibbar, welche Energieströme der Erlösung aus dem Kollektiv, aus jedem einzelnen Teilnehmer, aus den Familien, aus den Kindern da aufgelöst, transformiert wird, entbunden und geheilt wird. Und so geschieht es natürlich mit den Fesseln der Frauen, mit der Sexualität zwischen Mann und Frau, worin wir ganz behutsam hineingeführt werden, immer tiefer, mit den Schwestern und Brüdern, die sozusagen in der Seelenfamilie hier auf Erden in diesem Leben eine Vorreiterstellung haben. Ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder vor dem Bildschirm seid, damit wir die Wellen, die hohen Energiefrequenzen, welche auch unsere Lichtgeschwister in den ätherischen Ebenen uns senden. Ich darf das Unsichtbare wahrnehmen auf meine Art, darf dies übermitteln in die Gruppen, in Einzelpersonen, in Familien. Dieser große Segen strömt natürlich in die Begegnungen. Allzeit ist das Heilungsfeld, was all die Begegnungen trägt. Wir können viel mit dem Verstand sprechen. Das hat ebenso seine Anerkennung, seine Qualität. Doch wenn die Kraft des Herzens spricht, mit dem Verstand vereint, ist es unermesslich, unbeschreiblich, welche Tore, welche Verwandlungen dann geschehen.
Und dann gehen wir auch wieder hier, treten wir aus diesen Energieebenen wieder heraus. Wir lernen sozusagen die Energieebenen kennen, uns darin bewegen und wieder auf der Erde auch verwurzelt sein, diese Kräfte hier auf der Erde leben und anwenden. Und ich darf sagen, unsere Seelenfamilie momentan wird an tiefste Muster selbst und aus dem Kollektiv herangeführt, damit die Energiestrukturen der Angst, der Unsicherheit, ich könnte etwas falsch tun, könnte nicht mehr mit dieser hohen geistigen Kraft verbunden sein. All das wird erlöst. Natürlich Stück um Stück, und das tun wir miteinander. Denn diese Kraft, dieser Kreis dehnt sich einfach aus, so wie es richtig ist und vorgesehen. Und dafür danke ich. Ich danke euch allen für euer Vertrauen, eure Offenheit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir, ich glaube bis zum 24. 25. November werden wir jeden Dienstag um 21 Uhr die Gelegenheit haben, dass wir mit euch sein können. Kann sein, dass die nächsten beiden Male vielleicht nicht ganz so direkt ablaufen werden, wir sehen, weil wir sind auf Lanzarote mit einer Gruppe. Und da ist es so, dass wir auch sehen werden, dass wir Dienstagabend die Anbindung bekommen. Vielleicht können wir dann auch live direkt aus Lanzarote euch schon Neues mitgeben, weil dieses Feld ist hochtransformativ. Und vielleicht haben wir auch mal die Möglichkeit, sogar Teilnehmer, wie sich es einstellt, mal sagen lassen, wie sie im Leben so aussieht. Und für mich einfach nur interessant, denn wir haben uns, ich möchte das aussprechen, im Vorfeld, vor diesen Aufnahmen Gedanken gemacht, was machen wir denn für Themen. Und das Problem ist eigentlich, was wir dabei haben, dass wir die Dinge aus dem Jetzt formen und jetzt nehmen. Das heißt, diese 12 Abende, oder wie viele es auch sind, die wir online sein werden, möchten wir nicht mit festen Themen belegen. Denn wir haben herausgefunden, wenn Menschen, die sich einfühlen möchten, die auch in diesen 3 Monaten in etwa mal auch spürbar eine Veränderung haben möchten, die werden das selbst fühlen und spüren, dass immer wenn sie sich diese eine Stunde erlauben, ganz frei aus dem Verstand gehen, einfach einlassen auf das, was kommt, dass sich in ihrem Leben Dinge verändern werden. Schneller und anders, als sie sonst kennen. Und das ist eine Qualität, die einfach mal gesagt werden darf. Wir haben da immer mit dem Berg, in den Berg gehalten, weil wir uns das nicht anmaßen wollten und auch sehr in Demut sind, dass wir das transportieren dürfen. Denn wir haben auch erfahren, wir können euch nichts mehr erzählen. Du liest ein paar gute Bücher und du weißt alles, weil du auch schon immer etwas vorbereitet warst. Und das Interessante dabei ist, dass es auch mittlerweile Bücher gibt der neuen Zeit. Diese Bücher, ich kann mich erinnern, noch vor einigen Jahren, da hat es dann geheißen, da gibt es eine Form, da gibt es eine Meditation, da gibt es eine Affirmation und die lerne ich jetzt. Diese Zeiten sind vorbei. Denn wenn ich diese neuen Bücher, und es gibt einige mittlerweile davon, auch wir haben ein Buch der Wahrheit deiner Seele, wenn du da mal reinspürst, dann wirst du merken, dieses Buch kommt nicht mehr aus diesen Dimensionen. Sie arbeiten prozessorientiert mit dir und sind nicht mehr auf den Blick im Außen gerichtet, den du oft erkennst, wenn du einen Traum analysierst, sondern es geht hinter die Träume. Es geht hinter dem, was du in deiner Form, in deiner Bewegung uns zeigst. Dort sitzt
dein Gottsein, dort sitzt dein göttliches Selbst, dein hohes Selbst, das dir immer wieder Informationen schenkt, was du jetzt tun solltest. Und du erkennst jetzt leider jetzt nicht momentan zu sehr in meinen Bewegungen, weil wir nur in einem kleinen Ausschnitt sichtbar sind. Das darf sich auch ändern, dass man auch uns beobachten, besser beobachten kann, um erkennen kann, wo sitzt das göttliche Feld, was wird gerade gesagt und was harmoniert mit dem, was wir sagen und was harmoniert noch nicht. Und das sind Dinge, wir haben früher gesagt, wir arbeiten therapeutisch und wir lehren auch Menschen. Jedoch geht es heute weit über die Psychotherapie, über die Therapie überhaupt, therapeutische Arbeit hinaus, denn dieses Feld eröffnet sich und wir nehmen das, was uns das Feld gerade gibt und arbeiten damit. Und das ist schön, weil sich Neues kreiert. Du fängst plötzlich an und machst neue Bewegungen und diese Bewegungen verändern dein Sein, deine Worte, das, was du tust im täglichen Leben. Und es ist einfach nur wunderbar, was sich einstellt, wenn wir ein Stück weit miteinander sein können. Und sei es nur momentan in diesen Abendstunden. Sei es nur, das war jetzt, weil ich einfach spüre, es sind halt nur ein paar Abendstunden. Und ihr seht uns und wir sehen euch leider nicht. Wir spüren euch. Ja. Auch wenn du momentan noch nicht alles verstehen solltest, wie Roland schon sagt, indem du es einfach nicht bewertest, einlässt in dein Herz, in dein Energiefeld, jedes Wort, die Energie, welche darüber transportiert wird, klingt sich, schwingt sich, so wie es einfach für dich momentan gut ist, ein. Es kann natürlich sein, dass du sagst, so ein Quatsch, das habe ich ja noch nie gehört, der sagt ja immer nur dasselbe oder die. Das ist ja völlig, ach, das kennen wir alles schon. Alles ist richtig, das darfst du. Doch die Botschaften, das Fühlen mit dem Herzen, das Wahrnehmen, wird die Menschen erreichen, wird das Feld einfach eröffnen, welches jetzt auch von der geistigen Welt den hohen Selbsten vorgesehen ist. Also ganz wichtig die Botschaft, wenn es dir gelingt, möglichst ohne Bewertung nicht eine Schublade aufmachen, das kenne ich schon, das ist alter Käse, das braucht man nicht mehr hören, das sagen andere auch. Es geht, lass es wirken mit dir. Und heute ist natürlich auch der Zeitpunkt, dass wir von den geistigen Ebenen, unseren Brüdern und Schwestern, nun Energieübertragungen, Herzfrequenzen, Liebeslichter erhalten können, Und dafür möchtest du etwas sagen? Danke. Es ist sehr gut, dass du jetzt den Übergang geschaffen hast und zu den Botschaften aus der geistigen Welt kommst. Dafür möchte ich uns nun sanft einstimmen. Wir haben viele Worte nun gesprochen, haben den Verstand genährt. Doch die Liebe unserer Herzen in natürlicher Qualität ist die Essenz, ist die Nahrung unserer Seele. Und damit bei dir nun, du göttlicher Mensch der neuen Erde, sich deine Chakren noch ein Stück weiter
kraftvoller sich öffnen, damit all die Gedanken, all die Kontrolle, welche unbewusst funktioniert, damit all dies nun in unsere Hände, in die Hände der Engel, in die Hände der geistigen Führer nun abfließt, aus dir, aus euren gemeinsamen karmischen Feldern, aus dem Kollektiv von Mensch und Tier, damit die Wellen des Friedens, der Liebe in dich gleiten, geliebte Seele, in Eno'ah. Vertrauet uns und vertraue dir. Und so nehmen wir behutsam in unsere Obhut euch nun hinein, wiegen, schaukeln, berühren dich im leuchtend, lichten Sein, damit du loslassen die Kraft von El Gotcha dir erlaubst nun annehmen mit jedem Atemzug in dich einatmen über deine geöffneten Lippen. Auch gerne kannst du deine Augen beginnen und schließen. Dich nun entspannen, damit aus deinen Gliedmaßen, aus Händen und Füßen, aus deinem Erdenkörper nun leicht im Engelsgewand der neuen Zeit herausströmt in unsere Kelche der Transformation, violett-golden, nun hinein. Wir berühren dich, damit die Wunder geschehen in deiner Familie, in deinem Eheleben, damit deine Augen wieder leuchten, du die Liebe kannst leben mit jedem Menschen, in die Arme nehmen, ohne Angst. Dies ist gut, dies ist böse, dies ist dunkel oder hell, schadet meinen Lichtfrequenzen. Dieser Irrtum wird aufgelöst in der göttlichen Liebe, diesem neuen göttlichen Liebesfeld. Om Tat Sat. Navai Lama Dua Gada. Ich lasse los die vielen Deckel, welche auf meiner Wahrnehmung sich befinden, meine Kräfte von mir trennen, mich dahin siechen lassen, nicht in der Jetzt-Gegenwart. Ich bin bereit. Aus all meinen Lichtzentren, meinen Chakren, meinem Schulter,
und Nackenbereich, all den Widerstand, die Hartnäckigkeit freigeben, mit all der Unterstützung, dem Licht der Engel, der hohen Selbste, für dieses Miteinandersein, so wie es richtig ist und vorgesehen. In der höchsten Herzensliebe, in Elixier, Elixier, Elixier der Wirklichkeit. Damit du deine Augen kannst wieder öffnen für dein Hellsehen, deine Wahrnehmung schon sehr nah wieder mit dir vereint, ohne Bewertung. Meisterin, Meister der neuen, goldenen Zeit. Behutsam erstrahlt dein Licht, verbinden sich feine Lichtfäden, Lichtstrukturen in deinem Erdenkleid. Ich segne dich, der Segen der ätherischen Ebenen ist mit dir, mit euch nun vereint. Wir Brian, das gesamte Team, hüllen euch ein, sind ganz nah, um in deine Ohren flüstern, ja, 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 es ist wahr, leicht und beschwingt, ohne Schmerz und Keim, du wieder erklingst, geliebtes Menschenkind, auf allen Ebenen in deinem Sein. Traumata auflösen. Aus deinem Kinderleben unterzeugt. Wir geleiten dich auf all diesen Ebenen. Brauchst nicht mehr
all diese Stärke. Diese Bürde auf dich nehmen, miteinander vereint, jetzt und hier, immer mehr geschieht der Neubeginn in deinem Leben. Und so atme in deinem Rhythmus, atme in deinem Gespür. Vielleicht spürst du Schmerzen in deinem Erdenkörper, momentan auf Erden hier. Nimm dies an, in Ruhe und Gleichgewicht. Es möchte dich unterstützen, dir anzeigen, göttlicher Mensch. Dies ist noch nicht ganz ausvibriert, ausgeschwungen in deinem Leben. Es geschieht, gemeinsam vereint. Ich bin bei dir. Und so lasst uns beginnen, mit dem Körper schwingen, mit dem Beckenboden sanft, dich bewegen, dich spüren, Om-Tat-Sat. Wie fühlst du dich? Schwer, müde, ausgebrannt, leer, lebendig und leicht. Alles ist richtig, alles darf sein. Immer mehr kommt Herz und Verstand in dich wieder hinein. Und so bewerte nicht, göttlicher Mensch, Mensch, welcher vor dem Bildschirm nun ist. Alles wird sich neu atmen in dich hinein. Freue dich, sag ja, ich bin dafür bereit. Und so ist das Licht des Qualms, kupferfarbene, magnetische Strahlen, in heilenden Formen, fließt dies in deine Lichtkörper, in dein Unterbewusstsein, nimmt dich liebevoll, hüllt dich ein, damit all deine Sorgen, all die Begrenztheit, die alten Muster der Vergangenheit, der Unfrieden sich auflöst, immer mehr, denn genau so soll es sein. Und so sei gesegnet im Namen des Vaters, im Namen der Mutter, im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Geht hin in Frieden, denn dies ist der Neubeginn in eurem Leben. Ich bin die, die ich bin. Ich bin die, die ich immer schon war. Ich bin die, die ich immer sein werde. In Navailama. So ist es. Soraia. Es ist möglich, dass du stärker ausatmen möchtest. Energie, welche sich befreit aus deinem Körper, den Chakren, auf den vielfältigsten Ebenen in deinem Sein, dann tu dies, auch wenn du schreien, deine Hände bewegen möchtest, wenn du Aggression, Wut, Schmerz, Trauer, Freude oder Leichtigkeit spürst. Erlaube dir dies wahrnehmen, dies ausleben, damit all das Gute, das Schöne sich integriert in deinen Zellen, in deinen Genen. Ich danke dir um der Zeit, indem du deine Aufmerksamkeit nun wieder beginnst, auf deine Atemkraft, auf deinen Erdenkörper nun nehmen. Einige Male tiefer Ana, das kosmische Licht einatmest in deinen Erdentempel. Genauso wie du jetzt bist, ist es richtig und angemessen, ist es göttlich. Ich beglückwünsche dich zur Wahrheit deiner Seele. An Anascha in diesem Licht. Kita ina kuwa nekwa nika ka ina kuwa. So ist es. So. Dankeschön. Die Erfahrung von René, wir haben noch 7 Minuten. Ich danke dir für alles, was du tust. Und wir danken euch für unsere gute Zusammenarbeit
für unser Miteinander wirksam sein auf Erden. Genauso wie es war in alter Zeit. Es ist wundervoll. Nicht großartig, da ist artig drin. Artig wollen wir nicht mehr sein. Wundervoll, das ist voller Wunder. Das, ist nicht belegt. Ja, und ich danke euch, dass ihr da seid, dass ihr uns so erleben dürft. Authentisch. Nicht perfektioniert im Außen. Und doch. Ja. Mal sehen, was sich daraus Neues einstellt. In den Begegnungen zitiere ich oft Franz Beckenbauer. Schauen wir mal. Was ich dann sehen kann, wenn wir uns wiedersehen oder auch spüre, wenn wir nicht uns irdisch sehen. Es ist wundervoll, was sich einstellt, was sich an den Lichtkörpern tut. Das darf ich wahrnehmen. Es bleibt nichts verborgen. Und ich spüre, dass dicke Barrieren, wie heißt das? Sich aufgelöst haben in unserem Miteinandersein. Ihr spürt, dass wir greifbar sind und und doch in der neuen Zeit, in der neuen Energiefrequenz verankert sind und bleiben. Und das ist wundervoll. Also ich würde gerne beim nächsten Mal, das kommt mir so, das muss aber nicht sein, würde ich gerne mal über das Wir was sagen mögen. Denn Roland hat immer aus seinen Augen heraus sich selbst und die anderen gesehen. Und dann kam irgendwann, vor einigen längeren Jahren schon ein Wandel, dass ich mit Christina etwas entdeckt habe, für mich persönlich entdeckt habe, nicht aus Büchern, sondern wirklich gelebt, erfahren, in mir drin. Ich bin ganz nah mit ihr. Und ich fühle sie und ich weiß, dass sie spürt und denkt und ich bin ein Spiegel. Und es kann manchmal heftig sein, aber nicht sehr lange. Und manchmal aber auch etwas, was so ekstatisch tief berührt. Das ist immer öfters. Und die Steigerung bei dem Ganzen war dann, dass ich erfahren habe, dass ich jeden Einzelnen in der Gruppe, gerade wo er jetzt ist, fühlen kann und spüren kann, wie es ihm geht. Und dass wir alle miteinander Spiegel sind. Dass wir all das Wissen sich in unserem Körper, in unseren Zellen, in unserer Matrix neu herausgespült nach oben steigt. Und all das, was ich heute in mir fühle und lebe, kann man nicht erlesen. Das geschieht in einer Klarheit, in einer Weisheit, die euch allen inne ist, die ihr seid. Und wir heben diesen Schatz, damit ihr und wir authentisch werden, keine Kopie einer Kopie. Wir kopieren nichts mehr. Du bist einzigartig. Und diesen Schatz, den gilt es heben, damit dein eigener Code, dein eigenes Universum, das Paradies auf Erden hierher bringt. Und es gilt,
schnell und in Freude, ab und zu mit Tränen, aber häufig auch Freudestränen, wenn sich Dinge erlösen, die ihr zuvor nie geschaut, wenn sich Neues einstellt, was ihr in den langen Jahren, so wie ich, der Spiritualität schon geglaubt habt, dass es so alles schon ist, wie es ist. Und es beginnt nochmal eine große Veränderung. Dafür danke ich euch. Eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen, wieder hören. Eine gefühlte, lebendige Zeit. Ja. Und wir sagen mal, bis gleich. Bis gleich. In deiner Zeit. Danke. Alright, goodbye. Ciao. Wiedersehen.